Ich werde immer wieder gefragt, warum nicht einfach all sein Geld in den MSCI World Index investieren. Das ist eigentlich keine schlechte Strategie, aber sie hat ihre Tücken und über das reden wir im heutigen Coffee Break. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin Gründer und CEO von True Wealth. Der MSCI World ist der Aktienmarktindex von der 1600 grössten Aktien weltweit und ist mit dem sozusagen so etwas wie der SMI von der Welt. Aus historischen Gründen beinhaltet der MSCI World aber nur sogenannte entwickelte Industrienationen und was man früher Entwicklungsländer genannt hat, ist im MSCI World nicht enthalten. Was sind die Tücken, wenn man all sein Geld nur in den MSCI World Index investiert? Erstens. Im MSCI World Index sind nur die 23 grössten Industrienationen repräsentiert. Aufstrebende Länder wie Brasilien, Indien oder Südafrika sind nicht enthalten. Der zweite Punkt ist der Schwellenwert vom MSCI World. Die Schwelle, dass es ein Unternehmen in MSCI World schafft, weil es eben nur 1600 Firmen sind, ist relativ hoch. Das bedeutet, dass ein Unternehmen, das eine Marktkapitalisierung von unter 1,7 Milliarden Schweizer Franken ungefähr hat, schafft es gar nicht rein. Also als Beispiel, die Hälfte von allen Unternehmen im SPI schaffen es nicht in MSCI World. Der dritte Nachteil, den du hast, wenn du nur in den MSCI World Index investierst, ist, du bist eigentlich nur in Aktien investiert. Aber es gibt andere Anlageklassen auch. Es gibt Obligationen, es gibt Rohstoff, es gibt Immobilienaktien und du willst dein Portfolio auch über Anlageklassen diversifiziert haben. Und das ist mit dem vierten Punkt verknüpft. Die Mischung der Regionen im MSCI World ist gegeben durch die Marktkapitalisierung dieser Regionen weltweit. Und die kannst du nicht ändern im MSCI World Index. Du willst sie aber ändern, weil das richtige Mischungsverhältnis ist dann optimal, wenn es auch stimmt mit dem, was du sonst im Portfolio hast, mit der anderen Anlageklasse. Und das wiederum, das ganze Mischungsverhältnis, vor allem mit dem Portfolio, muss für deine Situation, speziell für deine Risikotoleranz, optimiert sein. Darum, wenn du dein Portfolio diversifiziert haben willst, über verschiedene Anlageklassen und nicht nur die allergrößten Unternehmen weltweit als Aktien im Portfolio halten willst, dann brauchst du verschiedene Bausteine. Und die gibt es als ETF und als Indexfonds. Bist du einer von denen, die nur im MSCI World Index investiert sind? Was sind deine Erfahrungen damit gewesen? Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreib mir auf felix@truewealth.ch. Bis zum nächsten Mal.